So much of my German. Okay, das ist alles, was ich in Deutsch sagen kann. I can more and I understand more. Also eigentlich kann ich mehr sagen, eigentlich verstehe ich auch recht gut Deutsch. But I'm not so confident that I can share a message in German. Ich bin aber einfach nicht selbstbewusst genug, als dass ich diese Predigt jetzt auf Deutsch halten könnte. So I thought in the beginning I could just introduce myself a bit, because many of you saw me probably around and maybe singing, but probably don't know much about me. Also ich wollte mich jetzt erstmal vorstellen, weil viele von euch haben mich vielleicht schon gesehen, aber kennen mich nicht wirklich, wissen auch nicht, wer ich bin, und deswegen wollte ich damit jetzt erstmal anfangen. My name is Tamara or Tamara, and I'm 27 years old and I come from Serbia. Also mein Name ist Tamara, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Serbien. I moved to Germany 2 years ago. Ich bin vor 2 Jahren nach Deutschland gezogen. I was studying a master in psychology on ETS. Ich habe mein Masterprogramm in Psychologie oben an ETS gemacht. And then that was really a miraculous way that God brought me here. Und auf sehr wundersame Art und Weise hat Gott mich überhaupt erst hierher gebracht. And also that I went into direction of psychology because I was studying economics before. Okay, und es ist auch ganz lustig, dass dass mein Weg mich so zur Psychologie geführt hat, weil eigentlich habe ich ursprünglich Wirtschaft studiert. But God has better plans than we have. Aber Gott hat immer bessere Pläne, als wir sie haben. And then miraculously I stayed on ETS to work there. Und jetzt wundersamerweise bin ich jetzt auf ETS geblieben und arbeite dort jetzt auch. And so now I'm there a dormitory supervisor and I'm also teaching some courses in psychology. Okay, und ich bin dann sozusagen bis zum Überseher und gebe auch einige Kurse in Psychologie. I grew up in a Christian family. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Pastor's kid, PKs. Also ich war auch eines dieser berühmt-berüchtigten Kinder eines Pastors. Yeah, and I grew up going to church regularly, and I didn't have this phase when I went off the church. I was just a churchy kid. Und es war einfach so, dass ich, als ich aufgewachsen bin, wirklich jeden Sonntag einfach mit in die Gemeinde bin, und es war für mich einfach völlig normal, jeden Sonntag in der Gemeinde zu sein. But I'm not so comfortable preaching at all. Und dennoch fühle ich mich einfach noch nicht so sicher, jetzt zu predigen. Even though I was studying on ETS, I don't have any training in theology. Und obwohl ich eigentlich auf ETS studiert habe, habe ich keinerlei Ausbildung in Theologie. Then to add on that, I grew up in Serbia, Church of God, and in Serbia, women are not preaching, only in women's meetings or conferences. Also ich bin auch in einer Gemeinde Gottes aufgewachsen in Serbien, und in Serbien ist es so, dass die Frauen nicht predigen dürfen, sondern das wirklich nur dann tun, wenn es jetzt eine Frauenkonferenz oder dergleichen gibt. So this is the first time I'm preaching in a church, and yeah, it's completely out of my comfort zone. Ich bewege mich jetzt hier völlig aus meiner Komfortzone heraus, weil das ist das allererste Mal, dass ich vor einer Gemeinde überhaupt stehe und predige. So when first initial reaction when Živko invited me to preach, also die allererste Reaktion, die ich hatte, als Živko mich gefragt hatte, ob ich predigen möchte, I freaked out. also bin ich völlig ausgeflippt. And I was like, why me? That's not possible. I'm not a preacher. Da dachte ich, ja, wieso ich denn jetzt? Also das ist irgendwie unmöglich hier. Ich bin noch kein Prediger. I wrote to my dad, who has a long experience in pastoring and preaching. Dann habe ich erstmal meinem Vater geschrieben, der schon seit vielen, vielen Jahren Pastor ist und da auch sehr viel Erfahrung drin hat. I was like, Dad, they invited me to preach. I don't know if I can do this. Ich habe gesagt, Papa, die haben mich gefragt, ob ich predigen möchte, und ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich tun kann. And women in Serbia are not preaching, so. Und da Frauen in Serbien nicht predigen, war das natürlich nochmal irgendwie komisch. And then he said, don't think about it, just say yes. You have a preaching gene in your DNA. Und dann hat zu mir gesagt, denk da gar nicht drüber nach, sag einfach zu, weil du hast ja dieses Prediger-Gen schon in dir. But even more important than that is that I grew up with my parents always telling me that obedience is greater than sacrifice. Ja, und ich bin aufgewachsen, meine Eltern haben mir immer gesagt, dass Gehorsam immer wichtiger oder besser ist als das Opfer selber. So whenever I'm doubting, should I do something that is out of my comfort zone, I have this saying in my mind, and then I choose to be obedient. Also wann immer ich vor einer Entscheidung stehe, ob ich jetzt etwas tun soll oder nicht tun soll, dann kommt mir immer dieser Vers meinen Eltern wieder in den Kopf, dass ich immer erst gehorsam sein möchte.
And so today this is my act of obedience, and I just want to share what I believe God put on my heart, and I hope it will speak to at least one person in this room. Ja, und weil ich eben gehorsam sein möchte, stehe ich jetzt hier vorne und ich hoffe einfach, dass ich euch das weiterteilen kann, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, und das möchte ich gerne mit euch dann einfach hier mitteilen. And today is a beautiful day outside, finally, some sunshine. Wir haben jetzt endlich mal wieder ein bisschen Sonne draußen, da freuen wir uns alle drüber. And it's a Mother's Day. Und wir haben auch Muttertag. And my topic will maybe be a bit connected to the occasion. Ja, und mein Thema bezieht sich auch ein bisschen heute auf diesen Feiertag. Den wir And haben. I could say, even though I don't have really a headline for my topic, I would say that it's embracing who God created us to be. Okay, und ich habe jetzt nicht wirklich einen richtigen Titel für meine Predigt, aber wenn ich es überschreiben müsste, würde ich es damit überschreiben, dass wir uns einfach das wirklich in Empfang nehmen oder umarmen, das, was Gott möchte, was wir sind. And I first have a question for all of you. Und ich habe jetzt zuallererst eine Frage an euch. When I say God and you try to imagine Him in your head, what kind of person do you imagine? Wenn ich jetzt euch sage, dass ihr euch Gott vorstellen sollt als Person, was für ein Bild habt ihr dann vor euren Augen? Is it an old man with a long beard sitting on the throne waiting to punish you as a judge? Ist es dieser alte Mann, der auf seinem Thron sitzt, einen langen weißen Bart hat und nur darauf wartet, euch zu richten? Is it a warrior who is fighting the battles in the spiritual world that we cannot see? Oder ist es ein Kämpfer, ein Krieger, der all diese geistlichen Kämpfe ausfecht in der unsichtbaren Welt? Is it a powerful, mighty lion who is ruling over a kingdom? Oder ist es dieser mächtige Löwe, der brüllt und über alle Königreiche regiert? Is it a blue-eyed man with the long hair who is hanging from the cross? Oder ist es der Mann, der lange Haare hat und blaue Augen und am Kreuz hängt? Is it a father who is representing this picture of stability, protection and security for his children? Oder ist es der Vater, der seinen Kindern wirklich Sicherheit gibt? Is it a dove that is descending from heaven? Oder ist es diese weiße Taube, die herniederkommt vom Himmel? Or it's maybe something completely different? Oder vielleicht auch ein komplett anderes Bild? Many of these representations actually are a result of videos, images, pictures, whatever the pieces of art that we saw since we were children and growing up. Ja, und dieses Bild, das wir vielleicht haben, ist einfach von dem gespeist, was wir bisher einfach gesehen haben, seit wir Kinder waren. Also sei es auf Bildern, sei es in Videos, sei es im Fernsehen. And many of them are also a result of us reading a scripture and seeing how God describes Himself in the Bible. Und vielleicht ist euer Bild auch ein Resultat dessen, was ihr in der Bibel lest und wie ihr seht, wie die Bibel Gott darstellt. And I really love all of these pictures, except the man with the long beard judging. Und ich habe jetzt alle Bilder, die ich aufgezählt habe, finde ich alle sehr schön, bis auf das eine Bild mit diesem alten Mann, der auf dem Thron sitzt und uns richtet. It's beautiful to think of a God as a fatherly figure. Also ich finde es immer schön, an Gott zu denken oder sich Gott vorzustellen als einen Vater, als einen liebenden Vater, als eine Vaterfigur. It's beautiful to think about Him as Jesus who was ready to sacrifice Himself. Es ist auch schön, ihn mir einfach vorzustellen im Zuge mit Jesus, der bereit war, sich selbst zu opfern. Or as a Holy Spirit that we cannot see but we can strongly feel. Oder vielleicht wie der Heilige Geist, den wir zwar nicht sehen können, den wir aber ganz stark spüren können. But however, I mean, all of these representations and pictures are kind of connected to male or to men, right? Aber all diese Bilder sind ja irgendwie immer verlinkt zu diesem Bild eines Mannes oder eines Vaters. It's very, very rare that we would imagine God as a feminine figure. Also wir stellen uns Gott sehr, sehr selten oder vielleicht auch gar nicht als irgendeine weibliche Figur vor. I don't know how many of you are familiar with the book and the movie Die Shack, die Hütte? Also ich weiß nicht, wie viele von euch entweder das Buch oder den Film Die Hütte kennen. It is the story where God is represented as an elderly woman. Ja, also weil in diesem Film oder in dem Buch wird Gott dargestellt als eine ältere Frau. And I remember that for many people in Serbia who were reading this book, it was so shocking, like how can God be represented as a woman? Ja, und für viele Personen in Serbien, die auch dieses Buch gelesen haben, war das sehr schockierend, weil sie gesagt haben, wie kann man Gott als eine Frau darstellen? Me myself, I was also like a bit awkward, like
How can this be? Ja, also ich selber fand es auch ein bisschen komisch, Gott als Frau darzustellen. Some people went so far that they took this book as a Bible, and I heard that one of the churches in Serbia split because of different opinions about the book. Okay, und manche Personen haben dieses Buch gleichgesetzt mit der Bibel und haben sie als so wahr angesehen, dass es sogar in Serbien zu einer Gemeindeteilung kam, weil eben sie sich nicht einig waren über dieses Buch oder wie Gott dargestellt wurde. And even though this book is just a fiction, it's just a story, it's just one man tried to describe Trinity as he sees it. Ja, das Buch ist ja eigentlich nur eine Fiktion. Der Autor dieses Buches hat einfach versucht, die Dreieinigkeit so darzustellen, wie er selber sie einfach gesehen hat. In my opinion, it's a beautiful story. Also meiner Meinung nach ist es eigentlich eine sehr schöne Geschichte. But it raised one question inside of my head. Aber es hat sich mir dann einfach eine Frage aufgeworfen, während ich dieses Buch gelesen habe. Why was it so shocking, disturbing, or scandalizing that God was portrayed as a woman, as if it was offensive? Also warum war es so schockierend für viele, dass Gott hier als Frau dargestellt wird in diesem Buch und warum haben sich viele davon angegriffen gefühlt? Didn't the God say in Genesis or the first Moses 1:27 the following? So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Und in 1. Mose 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. So we are both created in the image of God, female and male. Also sowohl männliche als auch weibliche Personen sind im Bilde Gottes erschaffen. If we are both created in the image of God, und wenn wir beide Geschlechter nach dem Bild Gottes erschaffen wurden, doesn't it mean that men and women are equally reflecting God? Bedeutet es ja nicht, dass sowohl Frauen als auch Männer gleicherweise Gott reflektieren oder ihn widerspiegeln. Don't get me wrong, God is greater than any man or any woman. Also versteht mich jetzt hier nicht falsch, Gott steht natürlich über allen Frauen, über allen Männern und ist sehr viel größer. He is greater than gender and our minds cannot grasp that. Ja, also seine Person steht über allen Geschlechtern und wir können das mit unserem Verstand gar nicht wirklich erfassen. But what I see really as a beautiful image in this verse, aber ich denke, dass es ein wirklich sehr schönes Bild hier ist in diesem Vers. That God still chose us to be a carrier of His image. Dass wir trotzdem noch von Gott auserwählt wurden, einfach Träger seines Bildnisses zu sein. And in my opinion, these differences between a man and a woman. Und meiner Meinung nach gibt es ja auch Unterschiede zwischen einem Mann und einer Frau. And when these differences are brought together. Und wenn diese Unterschiede dann zusammengebracht werden, they actually represent God closer. Dann können sie Gott noch näher oder noch besser darstellen. So it's a better representation of God in this unity than separately. Also wenn Mann und Frau als Einheit zusammen sind, stellt es Gott besser dar, als wenn sie einzeln sozusagen Gott repräsentieren. And since today is a Mother's Day, und da heute ja Muttertag ist, I want to really look at these characteristics of God that we would describe more as a motherly or feminine. Möchte ich mir heute ganz besonders die Charakteristika von Gott anschauen, die vielleicht eher dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind. And it's really hard to say these characteristics are strictly feminine and these characteristics are strictly male or masculine. Es ist schwierig jetzt zu sagen, dass diese Charakterzüge jetzt rein weiblich sind und diese Charakterzüge jetzt rein männlich sind. And psychologists always try to do different researches. Und auch Psychologen versuchen aber da immer wieder verschiedene Forschungen und Umfragen durchzuführen. And I don't like to put people in categories. I don't like. Okay. Also ich mag es nicht, wenn man so Menschen in verschiedene Schubladen steckt. And say this is strictly man, this is strictly woman. Also das ist ganz typisch Mann oder das ist ganz typisch Frau. I think there is much more to one person than just that. Also ich glaube, dass eine Person auch aus viel mehr Sachen besteht, als nur aus den Dingen, wie wir sie definieren. But the research shows, and I also think that God created us with these differences. Aber die Forschung zeigt einfach, dass uns Gott mit Unterschieden geschafft hat. With some purpose. Und er hat uns deswegen so unterschiedlich geschaffen, weil es ein Ziel oder eine Absicht gibt dadurch. And there are some characteristics that we can assign more to women and some more to men. Es gibt tatsächlich charakteristische Eigenschaften, die man einfach Frauen oder auch den Männern mehr zuordnen kann als den anderen. For example, one research said or one study described these characteristics as manly. Okay, also folgende charakteristische Eigenschaften wurden jetzt mehr Männern zugeordnet in einer Umfrage, die gestartet wurde. To be courageous, protective, goal-oriented, active.
funny. Also und diese folgenden Charaktereigenschaften wurden eher Männern zugeordnet, also dass sie eher mutiger sind, immer so eher diesen Beschützerinstinkt haben und dass sie immer zielgerichtet sind und sehr aktiv sind und lustig. And for women, they say that the characteristics that women have in common are sensitive, thoughtful, compassionate, empathic, caring and careful. Ja, und bei Frauen sagen sie, dass folgende Charaktereigenschaften ihnen mehr zuzuordnen sind: sensibel zu sein, sehr bedacht zu sein, einfach schneller mitfühlend zu sein als andere, empathisch zu sein, sehr fürsorgend und sehr vorsichtig. And I chose 3 characteristics that I think are imprinted on a feminine soul and are a beautiful reflection of God. Und ich habe mir jetzt 3 charakteristische Eigenschaften rausgesucht, wo ich der Meinung bin, dass sie wirklich einfach sozusagen einprägniert sind in unsere Herzen, besonders bei einer Frau. And first of them is care. Das erste ist einfach diese Sorge oder Umsorge, Fürsorge für jemanden. And care is defined in a vocabulary as the process of protecting someone or something and providing what that person or that thing needs. Im Duden wird dieses Wort Fürsorge folgendermaßen umschrieben. Es wird definiert als der Prozess, dass man jemanden immer beschützen möchte oder etwas beschützen möchte und dass man immer das einfach der Person schenken oder geben möchte, was diese Person braucht. If you ever observe the mother taking care of a child, also wenn man zum Beispiel jetzt einer Frau zuschaut, wie sie sich um ihr Kind kümmert, you see that she's trying to fulfill every need of a child. Dann sehen wir, wie diese Frau versucht, wirklich jedes Bedürfnis ihres Kindes zu stillen. Even when the child gets older, she never stops caring and trying to ease his burdens or her burdens. Und selbst wenn die Kinder dann älter werden, hört die Frau nie auf, einfach immer zu versuchen, einfach die Last ihren Kindern leichter zu machen und sich ständig einfach um sie zu sorgen. Sometimes it takes extreme measures that mothers are ready to go in order to take care of their children. It takes like extreme measures they are ready to go to. Und oft ist es so, dass sie wirklich ganz extreme Maßnahmen einfach wirklich vornehmen, um ihr Kind zu schützen oder um ihr Kind sich zu sorgen. I think a month ago we heard the story of Hagar and how she was actually taking care of her son and what she was ready to do to protect her son. Vor einem Monat haben wir ja die Geschichte von Hagar und ihrem Sohn gehört und zu was sie einfach bereit war zu tun, um ihren Sohn zu schützen. And mothers are really great carers of a child. Und ich denke, Frauen sind einfach sozusagen die Fürsorger für ihre Kinder. And our God is a God who cares. Und auch unser Gott sorgt sich um uns. In 1 Peter 5:7, he says, "Cast away all your cares on him, because he cares for you." Und in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 steht, indem er alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. He's not distant, he's not far away from us, he's really close and he cares. Er ist nicht distanziert oder wir sind ihm auch nicht egal, sondern er ist uns sehr, sehr nahe und er kümmert sich um uns. And he's ready to take extreme measures to provide care we need. Und er ist bereit, all das zu tun, was notwendig ist, damit unsere Bedürfnisse gestillt werden. But as a mother, and many of you are mothers, you know that you cannot always protect your child. Aber ich denke, wir haben heute hier einige Mütter da und ihr wisst sicherlich, dass man als Mutter sein Kind nicht immer beschützen kann. Sometimes bad thing happens, child falls and hurts themselves or does something stupid and gets out-hurted. Ja, oft ist es so, dass Kinder einfach hinfallen, sich wehtun oder sie tun irgendwas Unbedachtes und tun sich dabei dann weh. Sometimes you tell them no, but they still want to try and get hurt. Und oft sagt man ihnen dann, nein, das machst du jetzt nicht und dann versuchen sie es aber trotzdem und bei dem Versuch tun sie sich dann weh. But mother never leaves the child, even when this thing happen. Aber eine Mutter verlässt ja deswegen nicht ihr Kind, auch wenn diese Dinge dann passieren. She's there to tend her or his wounds of a child. Sie ist dann immer da und versorgt dann die Wunden des Kindes. To comfort them. Und tröstet sie. And that's a beautiful representation of our God. Ich denke, das ist eine schöne Reflexion unseres Gottes. Even when we are disobedient and do something stupid and get hurted. Also selbst wenn wir ungehorsam sind und vielleicht etwas Unbedachtes, was Blödes tun und uns selber verletzen dabei. He's still there and he tends our wounds and he comforts us. Dann ist er trotzdem immer noch da und versorgt unsere Wunden und tröstet uns. He takes great care of us as a mother takes great care of a child. Also er kümmert sich genauso um uns, wie eine Mutter sich um ihr Kind kümmert. Another characteristic that I find
specific in a female or in women Und eine andere Charaktereigenschaft, die man ganz besonders bei Frauen findet, ist folgende. is nurture. Also ist dieses Nähren oder Ernähren. And when I looked up the word nurture, it says to take care of, to feed and protect someone or something, especially young children, and help him develop. Also dieses Nähren oder jemand ernähren wird im Duden definiert als jemand, der sich darum kümmert, dass das Kind gefüttert wird, dass das Kind beschützt wird. Ganz besonders junge Kinder oder junge Pflanzen zum Beispiel auch. Sie helfen ihnen, hören ihnen zu oder helfen ihnen dabei, sich zu entwickeln. And nurturing is something that is closely connected to woman because her body can be the only body who provides food for a child. Und ich denke, das trifft deswegen jetzt auch ganz besonders auf Frauen zu, weil Frauen mit ihrem eigenen Körper ja zumindest für eine gewisse Zeit für ihre Kinder einfach auch die Nahrungsquelle sind und ihr Kind mit ihrem Körper ernähren können. And this is something that the woman's body is designed to be possible. Ja, und unser Frauenkörper wurden so geschaffen, dass es möglich ist, dass sie eben ihre Kinder stillen können. And there are many different psychological researches of what is the bond between a mother and a child during pregnancy and after giving birth. Ja, es gibt auch ganz viele Forschungsergebnisse und Umfragen darüber, was für eine Art von Beziehung oder diese Bindung, die einfach eine Mutter mit ihrem Kind eingeht, sowohl während der Schwangerschaft als auch dann während dem Stillen danach. And one of them explains something like that in the following words. Und eine Umfrage hat dann das folgende Ergebnis hervorgebracht. It says that how babies are the vulnerable little creatures that wants to be cared for and need a caregiver in the unknown world. Ja, und es wird so definiert, dass sie sagen, Babys sind sozusagen diese verletzlichen kleinen Kreaturen, um die man sich kümmern muss und die einfach jemanden brauchen, der sich um sie kümmert. Und in dieser unbekannten Welt, jetzt mal, oder in dieser ihnen noch nicht bekannten Welt. And by building the close relationship with his mother, the baby learns to take confidence. Und indem dieses Kind sozusagen diese Beziehung zu ihrer Mutter aufbaut, fängt das Kind eben, lernt das Kind Vertrauen. In the following months of a life, it is confronted with numerous new impressions. Und in den folgenden Monaten wird das Kind mit ganz vielen verschiedenen Eindrücken konfrontiert. Early bonding helps him deal with all the unfamiliar situations. Und diese frühe Bindung zwischen Mutter und Kind hilft dem Kind, einfach sich all diesen unbekannten Situationen einfach gegenüberzustellen. So this bond between a mother and a child is so important for a later development of the child. Ja, und diese Bindung zwischen Mutter und Kind ist daher so wichtig einfach für die weitere Entwicklung dann des Kindes. And this is a wonderful reflection or a picture of God and His closeness to His children. Das ist einfach so ein schönes Bild, wie Gott einfach auch diese Nähe zu seinen Kindern hat und sie sucht. We heard this morning that God longs for us. Wir haben heute Morgen gehört, dass Gott eine Sehnsucht hat nach uns. And this is a beautiful representation of this longing and bondage that is created between a mother and a child, or between a God and His children. Das ist auch wieder diese schöne Reflexion dieses Bundes oder dieser Bindung, genauso wie es bei einer Mutter und einem Kind ist, so genau so ist es dann bei Gott und zwischen Gott und uns. And when we are in this close relationship to Him, then we build up our confidence. Ja, und wenn wir dann diese enge Bindung zu ihm haben, dann stärkt sich sozusagen dann auch unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein. And we have more strength to face the unfamiliar world around us. Und dann ist es uns auch einfach mehr möglich oder leichter, diese ganze unbekannte Welt um uns herum einfach uns der gegenüberzustellen. And also unpredictable situations. Oder Situationen, die wir nicht vorhersehen können. And as this definition of nurturing says, it's also that person is helping a baby develop. Mother is helping a baby develop. Ja, und wie gesagt, wie wir es auch gesehen haben, diese Definition im Duden steht ja auch immer, dass die Mutter dem Kind hilft, sich zu entwickeln. And so, as a child is growing, a mother changes the food she gives to a child. Ja, und während das Kind dann immer älter wird oder wächst, fängt die Mutter dann irgendwann mal an, das Essen zu verändern für das Kind. She also pushes him to make steps to do something that the child is unfamiliar with. Ja, und die Mutter hilft dem Kind einfach auch die ersten Schritte zu tun und einfach allgemein diese Dinge zu tun, die das Kind noch nicht kennt. It's helping a baby develop further. Ja, es hilft einfach dem Kind, dass es sich noch weiter entwickeln kann.
And that is also what God does with us as His children. Das ist auch genau das, was Gott mit uns als Kindern tut. Sometimes He's pushing us a bit to make steps that we are maybe not ready to make. Und manchmal schiebt uns Gott so ein bisschen von hinten an, um einfach Dinge zu tun oder Schritte zu tun, die wir noch nicht kennen oder mit denen wir einfach nicht vertraut sind. And He's challenging us in different ways. Er fordert uns auf verschiedene Arten und Weisen einfach heraus. How we would develop the potential He gave us. Er möchte einfach, dass wir all dieses Potenzial, das er uns schenken möchte, auch wirklich entwickeln und dahin arbeiten. Ja. And that is a beautiful characteristic of nurturing. Ich denke, dass diese schöne Charaktereigenschaft dieses Nährens oder Ernährens. And a third characteristic that I want to point out is females are always being able to comfort. Ja, und eine weitere Charaktereigenschaft, die ich einfach jetzt bei Frauen ganz besonders hervorheben möchte, ist einfach diese Möglichkeit, andere zu trösten. And by definition, comforting means making you feel less sad or worried. Okay, und die Definition von Trost oder Trösten heißt einfach das, dass man jemandem anderen hilft, dass er weniger traurig ist. And even though I live far away from my parents, und auch, obwohl ich jetzt sehr, sehr weit entfernt lebe von meinen Eltern, 1,000 kilometers away, also über Tausende von Kilometern, recently I had one situation where I was so mad at myself that I made a stupid mistake and have to pay more money for something. War es letztens so, es gab eine Situation, wo ich einfach mich über mich selber sehr stark geärgert habe, weil ich einen blöden Fehler gemacht habe und durch diesen Fehler musste ich sehr viel mehr Geld zahlen als eigentlich ursprünglich vorgesehen. And the first thought that I had in my mind is like, call mom and tell her what is going on. Der erste Gedanke, den ich dann hatte, war einfach gleich der, ich rufe jetzt Mama an und sage ihr, was passiert ist. I mean, I'm independent and I can take care of myself, but it's so beautiful that you can just call somebody and just like say what is bothering you and receive comfort. Also ich bin sehr eigenständig, unabhängig, aber es ist einfach schön, wenn man weiß, dass man jemanden anrufen kann, der einem dann einfach Trost spendet und einen tröstet. And Isaiah 66:13 says, "As a mother comforts her child, so will I comfort you." Und in Jesaja Kapitel 66, Vers 13 steht, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. It's a beautiful picture of God being ultimate comforter. Also das ist so ein schönes Bild wieder von Gott, dass er sozusagen unser größter Tröster ist. He understands what we are going through even when we don't understand. Also weil er weiß immer oder er versteht immer, durch was wir gehen müssen, auch wenn wir es selber momentan einfach gerade nicht verstehen. And His word is full of words of comfort. Und sein ganzes Buch ist voll von Worten des Trostes. And no matter how big our worry is, how big our sadness is, ganz egal wie groß unsere Sorge ist oder unsere Traurigkeit, God has open arms to comfort us and show His compassion. Gott wird immer offene Arme haben, um uns einfach zu trösten und sein Mitgefühl dann uns zu zeigen. And this list can go on and on with the different characteristics. Wir könnten jetzt so weitermachen und noch viele weitere Charaktereigenschaften aufzählen. But I want to point one last one. Aber ich möchte, dass wir uns jetzt noch auf eine Charaktereigenschaft konzentrieren. And it's a sacrificial love. Das ist diese aufopfernde Liebe. In order to bring a new life, also damit man überhaupt erst ein neues Leben erschaffen kann, woman has to go through many sacrifices. Also muss die Frau vorerst erstmal sehr viele Opfer bringen. Sacrifice of comfort. Ja, also erstmal das Opfer dieser Bequemlichkeit, dass ich es bequem habe, das muss ich aufgeben. She cannot do everything she was doing before. She also has to be careful about her diet because she's taking care of another being inside of her. Ja, und sie kann nicht mehr all das tun, was sie vielleicht zuvor getan hat. Sie muss auf ihr Essen aufpassen, was sie isst, weil sie jetzt ja sozusagen noch ein kleines Kind miternährt. She needs to sacrifice. She's ready to sacrifice her body. Also sie ist sozusagen gewillt, ihren Körper zu opfern. Because of changing hormones during pregnancy, hair, teeth, nails, skin, bones, everything is affected. Ja, und einfach da es auch diese hormonelle Veränderung gibt, eben in einem schwangeren Körper sozusagen, hat es auch Einfluss auf die Haare, auf die Haut, auf die Nägel, auf die Knochen. And all this, put this all on the side and just embrace the pain. She has to. Beside all of this, she has to embrace the pain. Ja, und jetzt
zusätzlich zu all dem, was wir gerade genannt haben, muss sie auch gewillt sein, einfach diesen Schmerz zu ertragen. And every woman probably has a different experience of how painful the giving birth was. Ich denke, dass jede Frau vielleicht auch eine andere Erfahrung damit gemacht hat, wie schmerzhaft eine Geburt war oder wie schmerzhaft sie für sie war. But some researchers say that it's like breaking 20 bones at the same time. Okay, es gibt Umfragen, die sagen, dass dieser Schmerz, den eine Frau bei der Geburt sozusagen durchleiden muss, vergleichbar ist mit dem Schmerz, den man fühlen würde, wenn man 20 Knochen gleichzeitig bricht. That is a great amount of pain. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Schmerz, den man da tragen muss. But every mother is ready to face it, and if she was not ready to face it, there will be no second or third child. Und ich glaube, das Tolle ist einfach, dass Mütter aber bereit sind, einfach diesen Schmerz auszuhalten, weil wenn sie nicht bereit wären, dieses Opfer zu bringen, dann gäbe es ja dann auch keine Kinder mehr. Because as soon as they see their baby, as soon as they hear laughter or crying of a baby, all this pain is like washed away sooner or later. Oft ist es ja dann so, dass der Schmerz in dem Moment dann ziemlich schnell vorbei ist, bei dem ersten Schrei des Kindes oder wenn man das einfach zum ersten Mal sieht oder hört. Isn't this a beautiful representation of God and His sacrificial love for us? Ich denke, das ist auch wieder dieses schöne Bild einfach für Gott und seine aufopfernde Liebe für uns. He was ready to sacrifice His Son so that we can have a new life, eternal life. Denn er war bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern, damit wir ein neues und ein ewiges Leben haben können. And when He sees another soul accepting His sacrifice and His offer, wenn er eine andere Seele sieht, die sozusagen einfach sein Opfer und seine Liebe annimmt für ihr eigenes Leben, He rejoices as a mother rejoices over her newborn baby. dann freut er sich auch genauso, wie eine Mutter sich über ein neugeborenes Kind freut. And in Luke 13:34, when Jesus is lamenting over Jerusalem, He says something, and it's one of the rare verses in the Bible where He actually describes Himself as a female. And He says, "How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing." Wir sehen in Lukas Kapitel 13, Vers 34, Jesus sich zum allerersten Mal sozusagen, sich sozusagen darstellt als Frau, wo steht, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. God is longing for us. Gott sehnt sich nach uns. He is spreading His wings and He's ready to take us in like a hen takes her chicks. Und er streckt sozusagen seine Flügel aus und ist bereit, einfach uns alle unter seine Flügel zu versammeln, wie eine Henne ihre Brut unter ihren Flügeln versammelt. And as a mother longs to be reunited with her child, genauso wie eine Mutter, die sich wünscht, einfach wieder vereint zu werden mit ihrem Kind. And longs for a child to be close. Und sich aber auch danach sehnt, dass ihr Kind ihr ganz nahe ist. That's how God really longs for us and is ready to embrace us. Also genauso auch möchte Gott uns einfach nahe sein und ist bereit, uns einfach mehr zu umarmen. And today's society is full of these movements for women empowerment and feminism. Ja, und in der heutigen Gesellschaft ist es oft so, dass Frauen einfach immer sehr dafür sind, eben für den Feminismus und für die Frauenbewegung, dass die vorangeht. And even though I'm grateful to some feminists that they, for us as women, they achieve that we can have rights to drive a car, to vote, or to stand today here and preach. Und auch wenn ich dankbar bin, dass es einige Feministinnen gab, die es eben geschafft haben oder die jetzt aufgrund ihres Opfers, das sie gebracht haben, dass wir jetzt heute als Frauen wirklich wählen können, dass wir Auto fahren dürfen. All that I see today is kind of sounding as you should deny everything that describes you as a woman and embrace as much as possible to look more like a man. Ja, finde ich es ganz komisch auf der anderen Art und Weise, dass es jetzt so scheint, dass es so rüberkommt, dass man Frauen sagt, vergesst alles, was man über euch gesagt hat und was euch definiert. Ihr könnt jetzt anfangen, das zu sein, was ihr möchtet. Und das habe ich dann so das Gefühl, dass es immer mehr dahin geht, dass sie sagen, ihr könnt all das tun, was auch Männer tun können. Also seid auch so wie ein Mann. And so like deny or like push away everything that is feminine about you, this care, comfort, nurture, childbearing, and embrace manly characteristics. Also man sagt ihnen, verleugnet all das oder tut einfach all das zur Seite, was euch als Frauen definiert, also gerade was wir gesagt haben, diese Fürsorge, dieses Ernähren, und fangt an, mehr diese männlichen Charaktereigenschaften anzunehmen für euch selbst. Be tough, be assertive, be bold. Ja, sei einfach mutig, sei tough, sei eine starke Frau.
But I really want to encourage all of you today, embrace what God and who God created you to be. Aber ich möchte euch heute ermutigen, einfach das anzunehmen oder das in euch aufzunehmen, was Gott eigentlich für euch vorgesehen hat und wozu er euch erschaffen hat. Embrace these characteristics that He implemented into you. Also nehmt all diese Charaktereigenschaften an, die er eigentlich für euch vorgesehen hat und die er in euch hineingelegt hat. Let's embrace this beauty of differences between genders, because ultimately they together represent God. Lasst uns einfach auch diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Geschlechtern einfach wirklich, wirklich willkommen heißen, weil nur zusammen, wenn diese Unterschiede zusammengebracht werden, können sie wirklich dann das Bild Gottes repräsentieren. And use these beautiful characteristics to bless people around you. Und benutzt einfach diese schönen Charaktereigenschaften, um Menschen um euch herum zu segnen. If you're a mother, use it to bless your children. Wenn du eine Mutter bist, dann nutze es dafür, dass du deine Kinder segnen kannst. It's really important what you implement in them. Es ist sehr, sehr wichtig, was du deinen Kindern auf ihrem Weg mitgibst. If you're not a mother, as I am not, und wenn du noch keine Mutter bist, wie ich es noch keine bin, that doesn't mean you're less of a woman. Dann heißt es nicht, dass du weniger Frau bist als Frauen, die schon Kinder haben. Because those characteristics and those traits that God imprinted in you, denn all diese Charaktereigenschaften, die Gott in dich hineingelegt hat, you are still called to use to bless people around you, your neighbors, your families, people that God called you to serve, maybe children, teenagers, youth. Bist du immer noch dazu berufen, diese Charaktereigenschaften zu nutzen, um eben Leute um dich herum zu segnen. Also sei es jetzt deine Familie, sei es jetzt Freunde, sei es jetzt in deinem Dienst, wenn du zum Beispiel Kinderstunden leitest. You can be a spiritual mother to many young generation and many Du kannst people. für einfach jüngere Generationen auch eine geistliche Mutter sein. And so today on Mother's Day, I think it's a great opportunity. Ich denke, heute am Muttertag haben wir eben diese geniale Möglichkeit, for all of us to be grateful for our mothers. dass wir einfach alle wirklich dankbar sein können für unsere Mütter. For these beautiful characteristics of comfort and nurture and care that God gave them and they blessed us. Ja, und dass wir einfach Gott einfach auch danken können, dass er unsere Mütter einfach gesegnet hat, eben mit Trost, mit dieser Fürsorge, mit dieser Sorge um uns, für uns, genau, dass wir das einfach als Segen empfangen können von Gott. It's also a great opportunity for all of us as women to just be reminded that the capacities that God gave us are so invaluable and we can use them to bless others. Vielleicht sollten wir uns aber auch daran erinnern, dass all diese Eigenschaften, die uns Gott geschenkt hat, dass sie so wertvoll sind und dass wir sie benutzen können, um andere zu segnen. It's something that we should not be ashamed of. Das sind Charaktereigenschaften, deren wir uns nicht schämen sollten. It's also a great day for all men to be reminded and to express their gratitude for women in their life, for all these characteristics that they bless them with. Ich denke, es ist auch eine gute Möglichkeit aber für die Männer, dass sie auch diese Charaktereigenschaften, die ihre Frauen einfach haben, auch schätzen können. And to just not take it for granted. Sie nicht einfach nur für selbstverständlich dann hinzunehmen. It's also a great day to see how together as men and women we reflect God's unique nature. Es ist einfach auch toll, dass wir als Frauen und Männer gemeinsam diese wirklich einzigartige Natur Gottes widerspiegeln können. It's a great day to be reminded of God's motherly love. Es ist auch ein toller Tag, an dem wir uns einfach an die mütterliche Liebe Gottes einfach erinnern dürfen. Of His care Auf seine Fürsorge and of His sacrifice for us, und auch uns einfach an sein Opfer am Kreuz erinnern können. His children. Also all seine Kinder. So, happy Mother's Day to all of you today. Schönen Muttertag für euch alle. And I pray that God will really bless you Ich bete, dass Gott euch wirklich segnet, as you embrace who God created you to be. während ihr einfach wirklich das annehmt, zu dem Gott euch eigentlich ursprünglich erschaffen hat. God bless you. Gott segne euch.